und willkommen zurück zur Datenanalyse für KommunikationswissenschaftlerInnen, die Einführung in Excel. In diesem Video geht es um Häufigkeiten. Wenn wir mit der Auswertung von Daten beginnen, wird unsere erste grundlegende Frage immer sein, wie oft tritt ein bestimmtes Merkmal, anders gesagt die Ausprägung einer Variablen, denn überhaupt auf. Als absolute Häufigkeiten bezeichnen wir dabei die reine Fallzahl von Fällen, für die ein bestimmtes Merkmal gemessen wurde. Die relative Häufigkeit ist dann der prozentuale Anteil der Fälle mit einem bestimmten Merkmal an der Gesamtheit der Fälle. Dann interessiert uns manchmal auch noch, wie es mit den kumulierten Häufigkeiten ist, für die die absoluten oder relativen Häufigkeiten sukzessive aufaddiert werden. Wie genau, das zeige ich Ihnen jetzt. Ich nutze dafür als Beispiel einen Ausschnitt aus einem Befragungsdatensatz des European Social Survey. Die Quelle finden Sie in der Videobeschreibung. Ich habe hier nur Fälle aus der deutschen Befragung und habe zur Übersichtlichkeit ein paar wenige Variablen ausgewählt. Im ersten Reiter finden Sie die Daten. Wie Sie vielleicht sehen, sind die alles andere als selbsterklärend. Zur Erinnerung, bei Befragungsdaten haben wir einzelne Fälle in den Zeilen, die Variablen in den Spalten. Nun muss man in die variablen Namen in der ersten Zeile mit sehr viel Fantasiebedeutung hineininterpretieren und die eigentlichen Werte, die Merkmalsausprägungen, bestehen rein aus Zahlen, sogenannten numerischen Codes, für die wir eine Übersetzung brauchen, um sie zu verstehen. Diese finden wir hier im zweiten Reiter. Die Variablenübersicht beinhaltet den Variablennamen, eine Erklärung, die Frage, die den Befragten gestellt worden ist, und dann die numerischen Codes und ihre Bedeutung sowie die sogenannten fehlenden Werte, wenn zum Beispiel keine Antwort gegeben worden ist. Für die folgende Betrachtung von Häufigkeiten möchte ich mir die Variable net as oft Internet use how often, also wie oft wurde das Internet genutzt, anschauen. Gemessen wurde hier mit einer Ordinalskala, wobei 1 hier never, nie bedeutet und 5 everyday, jeden Tag und die Werte dazwischen jeweils die Abstufungen. Und ich möchte jetzt wissen, wie viele Leute nutzen denn das Internet nie, manchmal täglich und so weiter. Ich suche mir im Datensatz also die entsprechende Variable, indem ich auf die Kopfzeile klicke, markiere ich mir die Spalte. Im Reiter Einfügen wähle ich dann die Option Pivot Table. Es öffnet sich ein Einstellungsfenster und ich stelle nochmal sicher, dass ich auch die richtige Spalte ausgewählt habe. Bei mir ist das die Spalte C und wähle dann unten die Option Neues Arbeitsblatt. Keine Angst, Ihre Daten sind nicht weg, es wurde nur ein neues Tabellenblatt angelegt. Ihre Daten finden Sie nach wie vor in einem eigenen Tabellenblatt, zu dem Sie jederzeit wechseln können. Hier sehen Sie erstmal noch nicht so viel, nur diesen Platzhalter sowie die Feldfunktion auf der rechten Seite. Da steht unsere Variable und wenn wir sie per Drag and Drop in das Feld Zeilen ziehen, sehen wir eine erste Veränderung. Es tauchen im Platzhalter nun die Ausprägungen auf. Als nächstes ziehe ich mir meine Variable noch in das Feld Werte. Achten Sie darauf, dass hier im Feld dann Anzahl steht und nicht Summe, so wie bei mir gerade. Falls da Summe steht, klicken Sie drauf, gegebenenfalls mit rechter Maustaste und wählen Sie bei den Feldeinstellungen im Fenster dann Anzahl. Dann sehen wir die absoluten Häufigkeiten. Wie oft kommt welche Ausprägung also vor? Weil ich mir nicht gemerkt habe, was welche Zahl bedeutet, kopiere ich mir einfach aus der Variablenübersicht die Übersetzung für die numerischen Codes. Sie können Ihre Pivot-Tabelle auch verschieben. Hierhin zum Beispiel, dann haben Sie die inhaltlichen Ausprägungen und numerischen Codes direkt beieinander und sehen zum Beispiel, dass 261 Befragte geantwortet haben, dass sie nie das Internet nutzen. Wenn bei Ihnen, wie bei mir jetzt hier auch, die Feldeinstellungen rechts nicht mehr angezeigt werden, klicken Sie einfach zurück in die Tabelle, dann sind Sie wieder da. Wir können anschließend unsere Variable noch einmal in das Feld Werte ziehen. Sie sehen, in der Tabelle wird eine weitere Spalte eingefügt. Wir öffnen dann wieder die Feldeinstellungen, wählen die Option Anzahl und dann im Reiter Daten zeigen als im Dropdown-Menü Prozent des Gesamtergebnisses. Und dann bekommen wir die relativen Werte, also die Prozentwerte.
Und weil es so schön war, das gleiche Spiel nochmal. Wir ziehen die Variable ins Feld Werte, öffnen die Feldeinstellungen, wählen Anzahl und dann bei Datenzeigen als Prozent der laufenden Summe in. Dann bekommen wir die kumulierten relativen Häufigkeiten. Schauen Sie mal auf die Werte. Jeder Wert ist jetzt das Ergebnis der eigenen Zeile mit der vorherigen Zeile. Die rund 11% der ersten Zeile sind also noch gleich. Danach setzen sich die 16,7% der zweiten Zeile aus den 11,707% und 5,64% der zweiten Zeile zusammen. Wir lernen daraus zum Beispiel, dass rund 21% der Befragten das Internet maximal ein paar Mal in der Woche nutzen, also ein paar Mal pro Woche oder weniger. Falls mich die Logik andersherum interessiert, kann ich hier in der Tabelle bei den Filteroptionen auswählen, dass die Werte absteigend angezeigt werden sollen. Dann sehe ich, dass rund 79% der Befragten das Internet täglich oder fast täglich nutzen. Und das war's für den Moment. Wenn Sie keine Videos verpassen wollen, abonnieren Sie den Kanal und dann bis zum nächsten Mal.